Wenn du eine Smartwatch trägst, dann zeigt sie dir wahrscheinlich jeden Morgen eine Zahl, die die meisten ignorieren. Die HRV. 3 Buchstaben, eine Zahl in Millisekunden. Die meisten schauen drauf, ignorieren sie und wischen einfach weiter. Aber genau diese Zahl ist eines der besten Fenster in dein Nervensystem. Sie zeigt dir, wie dein Körper gerade mit deinem Stress, mit deinem Alltag oder auch mit deinem Training umgehen kann. Und genau hier liegt das Problem. Die meisten Menschen sehen diese Zahl, wissen aber nicht so wirklich, wie man sie interpretiert und nutzen sie dann falsch. Ich zeige dir heute, wie du diese Zahl interpretierst und was du konkret tun kannst, um sie zu verbessern. Und am Ende des Videos hast du dann hoffentlich eine gute Orientierung, was deine HRV wirklich über dich aussagt. Bevor du deine HRV verbessern kannst, musst du erstmal verstehen, was sie denn eigentlich misst. Die meisten Menschen denken, es ist gesund, wenn ihr Herz schön rhythmisch schlägt, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Denn es ist gesund, wenn wir eine Varianz zwischen den unterschiedlichen Herzschlägen haben. Was bedeutet das? Unser Herz schlägt nicht rhythmisch wie ein Metronom, sondern es gibt eine Varianz zwischen den Herzschlägen. Das heißt, beim einen Herzschlag sind dann vielleicht mal 800 Millisekunden, beim nächsten sind es 1000 Millisekunden, dann vielleicht mal 1100 Millisekunden. Und diese Varianz, die wir zwischen den Herzschlagen sehen, ist gesund, weil es zeigt, dass unser Nervensystem variabel ist. Unser Herz bekommt ständig ein Signal von unserem autonomen Nervensystem, dass es schneller schlägt und auch, dass es langsamer schlägt. Und das ist ein Zeichen der Gesundheit und der autonomen Flexibilität, die unser Nervensystem besitzt. Du kannst dir das auch bildlich wie bei einem Wolkenkratzer vorstellen. Ein Wolkenkratzer sieht von außen zwar stabil aus, aber der ist tatsächlich architektonisch so gebaut, dass er mit dem Wind mitschwingt. Und erst durch dieses Mitschwingen macht es den Wolkenkratzer stabil. Genauso gilt das auch bei Brücken. Und das lässt sich bildlich auf das menschliche Herz übertragen. Ein Herz, das also unregelmäßig schlägt, ist gesund und gemessen wird das Ganze mit der Herzratenvariabilität, unserer HRV. Und jetzt kommt ein Punkt, den fast niemand erwähnt, denn dieser Prozess wird von der Atmung gesteuert. Jedes Mal, wenn du einatmest, schlägt unser Herz schneller. Jedes Mal, wenn du ausatmest, verlangsamt sich der Herzschlag. Und dadurch ergibt sich die Herzratenvariabilität. Man nennt dieses Zusammenspiel, wo sich Herzschlag und Atmung synchronisieren, respiratorische Sinusarrhythmie. Wenn deine HRV hoch ist, funktioniert deine Regulation gut. Wenn du übermüdet, gestresst oder auch krank bist, dann sinkt deine HRV und dein Nervensystem ist nicht mehr so flexibel. Es gibt allerdings einen fundamentalen Fehler, etwas, das viele falsch machen. Sie behandeln ihre HRV wie ein Highscore in einem Videospiel. Je höher, desto besser. Und genau das ist das erste große Missverständnis. Vergleich dich niemals mit anderen. Die meisten sehen irgendwie eine Zahl auf Social Media von 150 Millisekunden, vergleichen sich und denken sich, boah, ist meine HRV schlecht, meine ist viel niedriger. Aber deine HRV ist so individuell wie dein Fingerabdruck. Sie hängt von Dingen ab, die du nicht verändern kannst. Deine Genetik, Geschlecht, aber auch dein Alter spielen eine große Rolle. Die einzige Zahl, die wirklich zählt, ist dein eigener Verlauf. Deswegen ist es viel wichtiger, deine eigene Baseline zu kennen, als sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Zweites Missverständnis. Hoch heißt nicht automatisch gut. Ja, wir sollten anstreben, unsere HRV langfristig zu steigern, aber ein System, das über die lange Sicht stabil bleibt und eine stabile HRV anzeigt, ist viel wichtiger als hohe HRV-Werte. Das Ziel sollte immer sein, die persönliche Baseline über Wochen und Monate hinweg stetig zu steigern, um das Nervensystem flexibler und anpassungsfähiger zu machen. Wenn zum Beispiel deine nächtliche HRV stark schwankt, ist es ein Zeichen dafür, dass dein System Probleme hat, sich anzupassen. Es ist deswegen viel wichtiger, einen Trend zu beobachten, als einzelne Werte zu beurteilen. Drittes Missverständnis. HRV ist kein Stressmeter. Es zeigt nicht, wie viel Stress dein Körper hat, sondern wie dein Körper damit umgehen kann. Und das ist ein großer Unterschied. Übrigens, wenn du dein Körper- und Nervensystem besser verstehen und gezielt beeinflussen möchtest, dann abonniere super gern unseren Kanal. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos zu genau diesen Themen. Jetzt, wo du verstehst, was HRV wirklich ist, kommt die Frage, ob du sie verbessern kannst. Die Antwort lautet ja. Aber nicht jeder Tipp, den du online findest, ist gleich wirksam. Laut Daten gibt es bestimmte Techniken, die wir nutzen können, die anderen Techniken deutlich überlegen sind. Und einige der Techniken funktionieren auch super schnell, dass du innerhalb von 30 Sekunden deinen inneren Zustand verändern kannst. Welche Techniken das sind, schauen wir uns jetzt an. Fangen wir mit dem stärksten Hebel an, unserer Atmung. Unser autonomes Nervensystem ist direkt mit unserer Atmung gekoppelt.
Es gibt eine gut untersuchte Atemmethode, nennt sich Resonanzatmung oder auch kohärente Atmung, die wir jetzt einmal zusammen machen wollen. Im Prinzip atmen wir 5 bis 6 Atemzüge pro Minute. Das entspricht einem Atemrhythmus von ungefähr 5,5 Sekunden einatmen, 5,5 Sekunden ausatmen. Und das Besondere an diesem Atemrhythmus ist, dass sich Herzschlag und Atmung synchronisieren. Also es kommt zu dieser sogenannten respiratorischen Sinusarrhythmie. Wir machen es einmal zusammen, mach gerne mit, schließ deine Augen, finde eine entspannte Sitzhaltung, nimm mal deine Atmung wahr. Und dann leere deine Lungen komplett. Und atme ein für 5. Und ausatmen für 5. Die Nase. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal einatmen. Ausatmen. Und loslassen. Wenn du das für ein paar Minuten machst, ist es so, dass man das wirklich sehen kann, dass sich dein Herzschlag mit deiner Atmung synchronisiert und dadurch trainierst du deine HRV. Wie lange mache ich das? Idealerweise, sage ich mal, 8 Minuten plus. Du kannst es bis zu 20 Minuten machen. Am besten mehrmals pro Woche, um auch langfristig dein Nervensystem und die Flexibilität von deinem Nervensystem zu trainieren. Ich verlinke dir unten einmal ein Mitmachvideo, kannst du gerne einfach mehrmals pro Woche einschalten und wie so eine Meditation anhören, um dein Nervensystem und deine HRV effektiv zu trainieren. Die zweite Übung ist mehr, um deinen Zustand und deine HRV direkt zu beeinflussen. Es nennt sich das sogenannte physiologische Seufzen. Im Prinzip versuchen wir die Ausatmung lang werden zu lassen, um den parasympathischen Teil des Nervensystems zu aktivieren, also den Teil des Nervensystems, der für Entspannung und Erholung zuständig ist. Super schnell, um einfach, wenn wir zum Beispiel mal eine stressige Situation haben oder auf der Arbeit gestresst sind, um uns einfach schnell wieder in Entspannung zu bringen. Und das Ganze funktioniert so: Du nimmst 2 tiefe Einatemzüge nacheinander, also so, einatmen, einatmen, gefolgt von einem langsamen Ausatmen. Vollständig. Mach gerne zweimal mit. Einatmen. Noch mehr Luft einatmen. Und langsam aus. Noch einmal einatmen. Einatmen. Und aus. Ich hoffe, dir geht es wie mir. Wenn ich das 2-3 Mal mache, spüre ich schon, wie mein System runterfährt. Also das ist wirklich eine, ich sag mal, Notfalltaktik, wo du immer zwischendrin schnell machen kannst, wenn du gerade gestresst bist. Langfristig geht es natürlich nicht nur um unsere Atmung. Ein zentraler Faktor, um unsere HRV-Baseline zu optimieren, zu verbessern, ist natürlich auch unsere kardiovaskuläre Fitness, also die Gesundheit von unserem Herz-Kreislauf-System. Und da ist vor allem das Zone-2-Training total wichtig, also das Ausdauertraining in einem niedrigen Intensitätsbereich. Du kannst es natürlich über die meisten Uhren, die geben dir diese Zonen auch an. Du kannst auch eine Leistungsdiagnostik machen. Aber wenn du keine Uhr hast, ist auch eine einfache Möglichkeit, dich so ein bisschen selber zu testen, ob du zum Beispiel, wenn du joggen gehst, wenn du Radfahren gehst, wenn du dein Ausdauertraining machst, ob du noch in ganzen Sätzen sprechen kannst. Wenn du nur noch in Worten sprechen kannst, dann ist die Intensität zu hoch. Wenn du in mehrere Sätze hintereinander sprechen kannst, ohne Luft zu holen, dann ist es noch zu wenig intensiv. Auch eine gute Möglichkeit, dich da selber zu überprüfen, ist die Nasenatmung. Wenn du dich noch beim Training über die Nase ein- und ausatmen kannst und nicht sehr stark das Ganze über den Mund forcieren musst, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass du in Zone 2 bist. Das ist einfach eine einfache Möglichkeit, wie du dich da selber kontrollieren kannst. Als Orientierung, du solltest anstreben, 120 bis 180 Minuten Zone 2 Training pro Woche zu machen, also ungefähr 2 bis 3 Stunden. Das muss nicht in einer einzelnen Trainingseinheit sein, sondern du kannst natürlich auf 2 bis 4 Trainingseinheiten aufteilen. Aber das solltest du anstreben, um dein HRV zu optimieren,
aber natürlich auch deinen Fettstoffwechsel und deine allgemeine Gesundheit, deine kardiovaskuläre Fitness. Und jetzt kommt noch ein Punkt, den viele unterschätzen. Unser Schlaf. Unser Schlaf ist einfach so wichtig und ein Fundament für ganz, ganz viele Dinge. Neben der körperlichen Erholung passiert natürlich auch die psychische und emotionale Regulation in unserem Schlaf. Und wenn entweder die Schlafquantität, also die Dauer, die wir schlafen, oder auch die Qualität leidet, dann wird man das auch definitiv auf unserer HRV sehen. Also eines der einfachsten Methoden, die du dir mal anschauen könntest, wenn deine HRV vielleicht aus dem Ruder gerät, ist es einfach wieder mehr Fokus auf Schlaf und generell auf Regeneration zu legen. Und genau hier schließt sich der Kreis, denn es gibt keinen einfachen Trick, mit dem du deine HRV nachhaltig und langfristig verbesserst, sondern es ist die Summe von den vielen Dingen, die du tust. Atmung, Schlaf, kardiovaskulare Fitness, aber natürlich auch die ganzen dummen Dinge, wie zum Beispiel abends noch ganz viel Alkohol zu trinken. Die solltest du vermeiden, damit deine HRV sich über die Zeit natürlich auch optimiert und damit du langfristig auch gesund und leistungsfähig bleibst. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, HRV ist keine Zahl, die du optimieren musst, sondern ein Fenster in dein Nervensystem. Es gibt dir Aufschluss darüber, wo dein autonomes Nervensystem gerade ist und auch, wie du dich jeden Morgen fühlst. Neben dem subjektiven Empfinden gibt es dir einfach eine objektive Zahl, um dein Training und deine Belastung zu steuern. Ich hoffe, du konntest heute was Neues lernen und dass du die Übungen regelmäßig machst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Ich sehe dich im nächsten Video.